Jetzt schaut euch mal diesen Glanz an. Normalerweise streue ich Mehl auf meine Oberfläche. Bei diesem Brot habe ich das jetzt mal extra nicht gemacht, weil ich euch zeigen wollte, wie ihr das hinbekommt, dass ihr so eine schöne Oberfläche mit so einem leichten Glanz bekommt. Hier habe ich 280 Milliliter warmes Wasser. Darauf gebe ich 5 Gramm Trockenhefe. Die lasse ich einfach reinrieseln und rühre das einmal um. Ihr könnt da auch eine kleine Prise Mehl drauf geben. Upsa. Und dann einmal umrühren. Die Hefe zieht sich aus dem Mehl die Stärke und geht dabei noch schneller auf. Das stelle ich jetzt erstmal zur Seite, dann kann sich die Hefe schon mal aktivieren. 500 Gramm Mehl, ich habe jetzt hier Weizenmehl 550. Darauf gebe ich einen Teelöffel Salz und einfach ein bisschen vermischen. Schaut mal, die Hefe aktiviert sich gerade. Das rühre ich jetzt einmal um und kippe das auf mein Mehl. Und jetzt einfach von Hand vermischen. Jetzt streue ich ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und knete den Teig hier noch einmal durch. So sieht der Teig jetzt aus, der sollte nicht mehr an den Händen kleben. Jetzt forme ich mir eine Kugel. Nehme mir ein bisschen Öl auf die Hand und reibe den Teig von außen ein. Und dann einfach in die Schüssel zurück. Das decke ich jetzt ab und warte, dass sich der Teig verdoppelt hat. Der Teig ist richtig schön hochgekommen. Den falte ich jetzt einmal zusammen. Und hole den aus der Schüssel. Schaut mal, wie der Teig jetzt aussieht. Der ist richtig schön elastisch. Den falte ich jetzt einmal, beziehungsweise zweimal. Und jetzt forme ich eine Kugel. Der Teig wird nicht noch einmal geknetet und ich nehme auch kein Mehl dazu. Ich lege das mal kurz zur Seite. Dann brauchen wir Backpapier. Ich nehme hier so eine Backform. So. Und da lege ich das Brot rein. Ihr könnt das Backpapier natürlich ganz einfach auf euer Backblech legen. Dafür müsst ihr jetzt nicht so eine Form haben. Meinen Teig lege ich jetzt hier rein. Ich decke das jetzt nochmal mit der Folie von gerade eben zu und lasse das Brot nochmal etwa 20-30 Minuten stehen, dass das nochmal ein bisschen aufgehen kann. Ich habe meinen Backofen jetzt vorgeheizt auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot für 40 Minuten. Bevor ich das Brot in den Ofen schiebe, schneide ich das Brot erstmal ein. Während ich das Brot backe, stelle ich so ein Schälchen mit Wasser in den Ofen. Vorher aber bepinsel ich das Brot erstmal mit Wasser, damit das eine glänzende Oberfläche bekommt. Dafür nehmt ihr einen möglichst weichen Pinsel. Und jetzt schiebe ich das Brot in den Ofen. Mein Brot aus dem Ofen ist jetzt fertig, das hole ich jetzt raus, aber kurz bevor ich das rausgebe, kippe ich dann noch mal ein bisschen Wasser rein. Normalerweise streue ich Mehl auf meine Oberfläche, bei diesem Brot habe ich das jetzt mal extra nicht gemacht, weil ich euch zeigen wollte, wie ihr das hinbekommt, dass ihr so eine schöne Oberfläche mit so einem leichten Glanz bekommt. Und jetzt schauen wir mal in das Brot rein.
Schönes Brot geworden. Schön weich von innen. Sieht man das? Ja, ich glaube, das sieht man. Übrigens würde mich mal interessieren, wo kommt ihr alle eigentlich her? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare, aus welcher Stadt bzw. aus welchem Land ihr kommt. Das war's heute von mir. Ich hoffe, das Video gefällt euch und wie immer, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich, wenn ihr auf den Button drückt und wir sehen uns beim nächsten Mal.